In diesem Video werde ich dir davon berichten, wie ich für meine steuerfreie amerikanische LLC ein Geschäftskonto mit einer deutschen IBAN eröffnet habe. Wenn dieses Thema auch dich interessiert, dann bleib jetzt dran. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema US-LLC beschäftigst, wenn du planst auszuwandern oder schon ausgewandert bist und dafür eine solche Gesellschaft gründen möchtest, dann hast du jetzt eine super Gelegenheit von uns, eine amerikanische LLC geschenkt zu bekommen und das Ganze auch inklusive einer einjährigen Komplettbetreuung. Wie funktioniert das? Nun, alle Teilnehmer unserer Braveheart LLC Masterclass, die wir regelmäßig in Edinburgh veranstalten, bekommen von uns eine amerikanische LLC geschenkt. Es handelt sich dabei um ein 1,5-tägiges Seminar, wo wir dir alles erklären, was du für den rechtssicheren Gebrauch der LLC im Ausland wissen musst. Nicht nur behandeln wir Themen wie Kontoeröffnung, Bonitätsaufbau in den USA, ja sogar wie du ein Visum in den USA behandeln kannst. Wir gründen auch eine amerikanische LLC gemeinsam in diesem Event. Du kannst mir sozusagen über die Schultern schauen, wie wir eine solche Gesellschaft gründen, sie steuerlich registrieren und dann auch Bankkonten dafür eröffnen. Du lernst über die steuerlichen Risiken, besonders was man als Deutscher beachten muss. Wir bringen dir Tipps und Tricks bei, die du sonst nirgendwo hörst. Und natürlich auch eine super Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, die wie du die Freiheit suchen und ins Ausland gehen und dafür eine LLC gründen wollen. Also es würde mich freuen, dich in Edinburgh begrüßen zu können. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. So, wenn du diesem Kanal schon länger folgst, dann weißt du ja, dass ich Deutschland schon vor vielen Jahren verlassen habe, nämlich vor 26 Jahren. 2008 bin ich in die USA ausgewandert. Seit 20 Jahren helfen wir Mandanten dabei, rechtssicher auszuwandern, sich steueroptimiert im Ausland aufzustellen, Firmen zu gründen, Vermögen zu sichern, Bankkonten im Ausland zu eröffnen, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten. Und dabei ist natürlich die amerikanische LLC ein sehr beliebtes Modell, denn wie du vielleicht schon an anderer Stelle gehört hast, kann man sie komplett steuerfrei betreiben, denn in Amerika zahlt die LLC keine Steuern, wenn es keine Betriebsstätte in den USA gibt. Kunden darf man ruhig in den USA haben, aber man darf keine Betriebsstätte haben. Wir können natürlich hier das volle LLC-Setup bieten. Wir haben da ein rundum sorglos Paket inklusive Gründung. Die LLC kann anonym gegründet werden oder in einem Bundesstaat, wo es anonym nicht möglich ist. Bankkonto, Steuernummer, Firmensitz, persönliche Steuernummer, die du dann für den Bonitätsaufbau in den USA brauchst. Alle Erklärungen, Support komplett auf Deutsch. Unser Office ist in Austin, Texas und wir helfen dir dabei, diese LLC effizient und rechtssicher zu betreiben. Von uns bekommst du ein Konto bei einer amerikanischen Bank, eine amerikanische Online-Bank, die heißt Mercury, hast du sicherlich auch schon gehört. Aber wenn man dann ein amerikanisches Konto hat, dann sagen sich natürlich viele, naja, ich brauche ja auch eine IBAN, denn tatsächlich habe ich ja viele europäische Kunden möglicherweise, die dann ja nicht auf ein amerikanisches Konto mit US-Dollar bezahlen wollen, sondern die eine ganz normale IBAN gewöhnt sind und die auch mit dem amerikanischen Format gar nicht vertraut sind. So, viele eröffnen dann für diese LLC ein Konto bei Wise. Wise ist auch sehr gut, da kann man auch nichts Schlechtes darüber sagen. Bei Wise bekommst du eine belgische IBAN. Ab dann können Kunden auf das Konto deiner LLC, auf das Geschäftskonto deiner LLC bei Wise Überweisungen machen in Euro. Das heißt, du kannst ganz normal Rechnung stellen an deine europäischen Kunden in Euro, denn die Kunden können im gewohnten Format überweisen. So, und Wise ist natürlich deswegen eine feine Sache, weil es ansonsten relativ wenige Online-Banken gibt und traditionelle Banken schon mal gar nicht, die für eine solche LLC ein Konto eröffnen. Das heißt, für viele ist Wise oftmals die einzige Alternative. Mehr als Wise kennen sie gar nicht. Tatsächlich gibt es aber auch noch andere Anbieter und heute möchte ich dir mal einen solchen Anbieter zeigen und dieser Anbieter, diese Online-Bank, hat den großen Vorteil, dass man eben auch dort eine deutsche IBAN bekommt. Warum eine deutsche IBAN? Naja, wie gesagt, es geht ja oftmals darin, in der Kundenkommunikation Friktionen zu vermeiden. Je vertrauter etwas ist für einen Kunden, desto weniger Fragen werden gestellt, desto schneller kommen Zahlungen bei dir an. Deswegen, wenn dort eine deutsche IBAN steht, dann erhöht das vielleicht das Vertrauen, senkt das Misstrauen, du hast weniger Erklärungsbedarf und das Geld wird schneller in deiner Tasche sein. Deswegen ist bei manchen LLCs eben auch die Endung LTD möglich, also Limited. Das nutzen auch viele Mandanten von uns, denn dann sieht das Ganze irgendwie noch ein bisschen vertrauter aus. Limited ist ja sehr europäisch, das könnte auch irisch sein, das könnte auch englisch sein. Dann besorgt sich derjenige eben noch schnell irgendeine Adresse in London. Da gibt's ja zig Anbieter für solche Geschäftsadressen und dann kommt eben die Rechnung nicht von einer LLC aus Wyoming, was ja vielleicht für den deutschen Kunden etwas ungewöhnt sein könnte. Ja, also wir haben das durchaus erlebt,
dass der Kunde sagt, das können wir überhaupt nicht machen. Also ich kann dir hier keine Rechnung bezahlen nach Wyoming, aber also das hängt von deiner Branche auch ab. Wenn aber erfahrungsgemäß die Rechnung aus London kommt, da steht LTD, dann wird das vielfach einfach so durchgewunken. So, stell dir vor, jetzt steht da auch noch eine deutsche IBAN drauf, dann gibt es noch weniger Friktion, noch weniger Reibungsverluste, dann hast du möglicherweise noch einen weiteren Vorteil. Muss nicht so sein, denn in der Funktionsweise ist das ja genau gleich, aber manchmal kommt es eben auf die Optik an. Das hängt doch ganz stark natürlich mit deiner Branche zusammen. Wenn das Ganze natürlich psychologisch als Inlandsüberweisung registriert wird bei demjenigen, der deine Rechnung bezahlt, dann ist das vielleicht von Vorteil. Wirkt sich eben dementsprechend dann auch aus, wie schnell die Zahlungen bei dir sind. So, wie gesagt, ich habe jetzt mal das ausprobiert, das Ganze. Ich habe bei dem entsprechenden Anbieter ein Konto eröffnet, tatsächlich eine deutsche IBAN bekommen. Das Ganze möchte ich jetzt mal zeigen. Möchte dir sozusagen am lebenden Objekt zeigen. Das heißt, ich werde mich jetzt mal in dieses Konto einloggen, was ich nicht verwendet habe. Da ist kein Geld drauf oder sowas. Aber um dir einfach mal zu zeigen, um was es dort geht. So, der Anbieter heißt Airwallex. Der ist auch relativ bekannt, also definitiv keine unbekannte Größe. Du hast wahrscheinlich davon auch gehört. Und er eröffnet eben auch Konten für LLCs. Sehr ähnlich wie Wise, auch vom ganzen Sign-up her sehr ähnlich wie Wise. Also wenn du Wise schaffst, dann schaffst du auch Airwallex. So, ich logge mich da mal ein. Ich habe ja schon ein Konto gemacht. So, jetzt siehst du hier den Account. STM Corporate Group LLC ist eben einer unserer LLCs. So, und jetzt scrollen wir mal hier runter. Und da siehst du also, was ich hier für Bankkonten schon erstellt habe bei Airwallex für diese Firma. Nämlich einmal natürlich ein US-Konto. Dann habe ich mal spaßeshalber ein holländisches Konto eröffnet. Ich habe eine holländische IBAN bekommen und eben hier auch meine deutsche IBAN. So. Hier siehst du eine schöne deutsche IBAN. Hier ist die BIC. Das ist die Bank, Banking Circle SA. Das kann ich jetzt dem Kunden so geben. Und dann kann er auf dieses Konto ganz normal überweisen. Also meiner Meinung nach eine tolle Sache, wenn einem ein solches Konto aus Deutschland mit deutscher IBAN wichtig ist. Wir schauen uns doch nochmal an, welche anderen Konten dort auch möglich sind. Ich kann nämlich dort beliebig noch weitere Konten hinzufügen. Dabei gehen wir auf Create Global Account. Also ich könnte zum Beispiel Australien machen, Kanada machen, Dänemark und in der EU habe ich Estland, Deutschland, die Niederlande. Außerdem kann ich Konten dann auch noch in den folgenden lokalen Währungen eröffnen. Und dann gibt es Konten, die entsprechend mehrere Währungen unterstützen. Zum Beispiel dieses dänische Konto hier unterstützt all diese verschiedenen Währungen. Das heißt, das ist dann ein Multiwährungskonto. Also, du kannst sehen, eine sehr feine Sache. Es ging ungefähr 1-2 Tage, bis das Konto eröffnet war. Du musst die üblichen Nachweise bringen, die du überall bringen musst. Das heißt, du musst einmal einen Nachweis für die amerikanische Steuernummer bringen. Du musst da die Gründungsunterlagen hochladen. Dann musst du dich ausweisen. Das geht so über eine App, wo du ein Selfie machst und dann deinen Pass fotografieren musst. Dann brauchst du auch einen persönlichen Adressnachweis. Airwallex nimmt an, dass die Betriebsstelle der Gesellschaft dann dort ist, wo der Adressnachweis herkommt. Ansonsten kannst du natürlich auch einen Adressnachweis auf den Namen der Gesellschaft einreichen. Zum Beispiel eine Strom-, Gas-, Wasserrechnung, wenn du ein wirkliches Büro für die Firma hast. Ansonsten wird es die von dir persönlich hinterlegte Adresse sein. In puncto Wise halte ich das jetzt nicht für eine Frage von entweder oder, sondern ich würde wahrscheinlich sowohl Wise als auch Airwallex machen. Wir sprechen ja immer von Optionalität. Revolut geht unter bestimmten Bedingungen auch noch. Das hängt aber davon ab, wo du deinen persönlichen Wohnsitz hast, während Airwallex dort ähnlich wie Wise ziemlich flexibel ist. Ich würde, wie gesagt, verschiedene Konten haben. Optionalität, darum geht es. Option zu haben in verschiedenen Ländern, falls mal Wise aus irgendeinem Grund dir das Konto schließt, kannst du dann immer noch auf ein anderes Konto zurückgreifen. Also in diesem Sinne, wenn auch du Interesse an einer amerikanischen LLC hast, dann sag uns Bescheid. Ich packe nochmal den Links zu den Dienstleistungen in die Beschreibung dieses Videos. Wir können dich sehr gerne bei der Gründung deiner LLC unterstützen, inklusive den damit verbundenen Dienstleistungen. Ich würde mich auch freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Und ganz klar, ein wichtiger Punkt ist unser Telegram-Kanal, der natürlich ebenfalls hier in der Beschreibung des Videos ist. Die Community, sie ist bei uns und unseren Dienstleistungen mit das Wichtigste. In unserer Community sind viele Hunderte von Personen, Leistungsträgern, die bereits ausgewandert sind, die sich mit der Auswanderung befassen. Auf dem Telegram-Channel, da geht den ganzen Tag eigentlich etwas, da posten wir mehrfach täglich Updates und dann gibt es in der dazugehörigen Gruppe natürlich auch die entsprechenden Diskussionen. Das ist der einfachste Weg, diese Community mal kennenzulernen, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt.
Da wirst du viele Menschen finden, die bereits ausgewandert sind, die LLCs haben. Da kannst du auf echte Erfahrungswerte zurückgreifen. Ich meine, die KI kann dir ja viel erzählen, auch ein Berater kann dir viel erzählen, aber da findest du eben Menschen, die ausgewandert sind, die dir genau sagen können, wie es funktioniert hat, die dir genau sagen können, was ihre Erfahrungen sind, was es für Probleme gab, was man nicht tun sollte. Und das ist eben das eigentlich Wertvolle. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.